Ich bin der Leiter der Jugendherberge hier in Köln-Riehl, bin jetzt seit 9 Jahren hier im Unternehmen tätig. Wir haben über 70 Mitarbeiter bei uns im Haus. Und dazu kommen noch 14 Aushilfskräfte, die hier arbeiten und 16 Mitarbeiter mit einer Behinderung. Das Haus ist noch eines mit der größten Häuser in Deutschland. Wir sind mit über 540 Betten. Wir haben Tagen und Veranstaltungen auch noch mit dazu, mit 14 Tages- und Veranstaltungsräumen. Das heißt, dort finden Großveranstaltungen statt. Wir haben jeden Tag Essen von 300 bis 400 Leuten, die bei uns Mittag essen und auch Abendessen. Dazu kommt noch ein Bistrobetrieb, der abends auf hat. Und ja, das ist so unsere Hauptaufgabe, die wir so jeden Tag bewerkstelligen. Wir arbeiten mit diesen Menschen seit über 16 Jahren zusammen. Am Anfang waren es 2 Mitarbeiter, dann waren es 4, dann wurden es mehr und jetzt sind wir mittlerweile bei 16. Wir haben halt doch schwierig Leute bekommen, die halt gezielt nur vielleicht auch ein paar Stunden arbeiten oder gezielt auch nur diese Arbeiten machen, weil ich sag mal, die meisten Leute wollen ja sehr vielfältig arbeiten, sehr viele Arbeiten noch dazu kriegen. Und Menschen mit einer Behinderung haben 2, 3 Jobs, die sie aber wirklich sehr gewissenhaft, sehr genau machen und jeden Tag auch wieder machen und eine gewisse Struktur einfach auch brauchen. Und da haben wir einen Partner, der an unserer Seite steht, der uns da auch unterstützt, die ganzen Formalitäten klärt und wo wir sehr eng einfach miteinander arbeiten. Projekt Ruta ist sowohl Anlaufstelle für die Menschen mit Behinderung als auch für Unternehmen, die Inklusion möchten. Also es ist so, dass wir einmal Abteilungsleiterbesprechungen haben. Das heißt, ich sitze hier mit meinem Team auch oft zusammen und bespreche, was wir für neue Mitarbeiter gerade auch in diesem Bereich hier in die Jugendherberge bekommen, wer neu bei uns anfängt. Dann setzen wir uns zusammen mit auch Router und sprechen erstmal über den Mitarbeiter. Also es ist so, dass Menschen mit Behinderung, die an einem betriebsintegrierten Arbeitsplatz interessiert sind, sich bei Projekt Ruta melden. Projekt Ruta schaut dann, welches Unternehmen zu den Menschen passen würde. Wenn dann eine Tendenz oder ein Wunsch da ist, dann wird dem Menschen mit Behinderung das Unternehmen vorgestellt. Wir zeigen, was gibt es hier in der Jugendherberge, was gibt es für Arbeitsbereiche. Dann gibt es ein Praktikum für die Mitarbeiter, die hier bei uns anfangen. Das heißt, wir lernen erstmal den Mitarbeiter kennen und Router betreut diesen Mitarbeiter erstmal ganz eng und wir schauen erstmal, wo könnte der Mitarbeiter überhaupt reinpassen, in welchem Bereich. Weil manchmal haben die Mitarbeiter, die bei uns anfangen, eine Vorstellung, dass sie unbedingt in die Küche wollen. Aber wenn sie dann in der Küche sind, merken sie einfach, das ist überhaupt nicht ihr Ding. Und wir merken auch, das ist nicht ihr Ding. Und dann sind vielleicht die Mitarbeiter mehr für den Bereich Housekeeping gedacht oder an der Kaffeebar. Wo dann geschaut wird, passt das Unternehmen, gefällt es dem Menschen mit Behinderung und wenn es passt, dann bleiben die Leute im Unternehmen. Und wir testen ihn erstmal wirklich so die ersten 3 bis 4 Wochen, testen wir diese Mitarbeiter aus an verschiedenen Stellen und dann setzen wir ihn fest auch in der Stelle ein, wo wir mit dem Mitarbeiter meinen, das könnte passen und arbeiten dann eben sehr eng mit Router zusammen. Das heißt, von uns kommen die fachlichen Sachen, wo wir halt sagen, er muss das können, wir zeigen das Ganze und in dem Moment steht aber auch ein Mitarbeiter von Router mit dort, guckt sich das an und trainiert das dann auch wirklich täglich mit den Mitarbeitern, so dass wir die Entlastung haben von unserem Personal, dass wir jetzt nicht noch mehr Personal einstellen müssen, sondern das übernimmt dann halt Router, die dann wirklich das tägliche Training auch mit den Mitarbeitern dann durchführen. Und am Anfang, wenn die Leute starten, dann sind wir sehr intensiv mit drin, begleiten viel und die Begleitung, die soll dann eigentlich Stück für Stück abschwächen, sodass die Leute dann möglichst irgendwann selbstständig im Unternehmen arbeiten können. Möglichst selbstständig.
Mit der Zeit ist es so, dass die Router sich auch immer mehr zurückziehen und wir nur noch mit den Mitarbeitern kommunizieren und dann wirklich nur sukzessive uns Unterstützung über Router holen. Also Ziel ist an der ganzen Sache, dass der Mitarbeiter immer selbstständiger wird und wir eigentlich nur noch mit ihm kommunizieren und nur im Bedarfsfall dann nochmal das Büro aufsuchen und sagen, da brauchen wir nochmal Hilfe oder hier brauchen wir nochmal Hilfe. Wir haben ja Mitarbeiter, die von Router auch hier sind, gerade im Autismusbereich, die bei uns mit in der Buchhaltung arbeiten und dort Akten sortieren, Rechnungen sortieren. Also ich arbeite quasi hier in der Verwaltung sozusagen. Und ich bin quasi hier für die ganze Büroarbeit zuständig, also zum Beispiel halt in Reservierungen abheften, raussuchen und so Kontoauszüge verbuchen, Geld zählen und so weiter und so weiter. Und die Post, die mache ich auch noch. Christoph ist schon ein bisschen länger hier. Mit dem habe ich ab und an mal Kontakt, aber er ist schon ziemlich selbstständig. Also das war nur ganz am Anfang, da hatte ich zwar noch ein bisschen Hilfe gebraucht, aber wenn halt mal was Neues kam, da hatte ich das dann halt ziemlich schnell drauf, da brauchte man das mir quasi nur einmal zu erklären und schon ging es auf jeden Fall. Und wenn diese Mitarbeiter im Urlaub sind, haben wir ein Problem, weil dann bricht bei mir hinten im wahrsten Sinne des Wortes alles zusammen, weil wir können das gar nicht so präzise machen wie dieser Mitarbeiter, der wirklich aus diesem Autismusbereich genau weiß, was er jeden Tag zu tun hat. Wenn wir eine Rechnung suchen und ich sage, ich brauche Rechnung 555667, der geht einmal unten in mein Aktenlager und weiß genau, wo er das rausziehen muss und ich habe die Rechnung da. Wenn ich einen Mitarbeiter von mir dort runter schicke, der braucht 2 Stunden, bis er die Rechnung hat. Ja, das macht mir auf jeden Fall großen Spaß und ich bin ja auch quasi unersetzlich sozusagen, wenn ich zum Beispiel mal Urlaub habe oder wenn ich halt mal nicht da bin, dann geht quasi alles drunter und drüber sozusagen, weil die dann hier alles ja alleine machen müssen quasi und so. Wir schauen halt, dass die Menschen mit Behinderung, die im Unternehmen beschäftigt sind, hier gut beschäftigt werden. Wir sind bei der Einarbeitung mit dabei, sind bei Konflikten mit drin, wenn es mal Reibereien mit dem Unternehmen gibt oder unter den TeilnehmerInnen. Wenn ein Mitarbeiter wirklich mal Probleme hat, dass die halt dieses Problem uns rausholen und eben mit dem Mitarbeiter dann irgendwo besprechen und wir einfach hier auch weiterlaufen. Ja. Gibt Schwierigkeiten, ja, immer wieder und ich sag mal, genauso wie bei unseren anderen Mitarbeitern haben wir diese Probleme bei diesen Mitarbeitern auch und da gucken wir, dass wir manche Sachen hinbekommen, aber wir brauchen auch ganz oft die Hilfe von Router und die ist immer da und das ist auch gut so. Ja. Wenn das Unternehmen irgendwelche Fragen hat, dann sind wir die ersten Ansprechpartner, aber Projekt Router hat natürlich auch noch weiteres Personal, das sind Psychologinnen, das ist die Verwaltung. Und wenn wir Fragen nicht beantworten können, dann haben wir immer im Team jemanden, wo wir dann nachfragen können. Und genau, so läuft das immer so über ein paar Schnittstellen. Die Mitarbeiter, die wir auch in dem Bereich hier angestellt haben, bleiben sehr lange im Unternehmen. Einige sind jetzt schon seit der Gründung, seitdem sind einige Mitarbeiter auch schon bei uns hier im Haus und wollen auch gar nicht das Unternehmen verlassen, weil sie sich einfach super wohlfühlen und wir auch mit diesen Mitarbeitern sehr zufrieden sind. Also solange ich auf jeden Fall hier noch gut bezahlt werde ich auf jeden Fall erst mal noch weiter hier bleiben, weil die sind mit mir alle so zufrieden hier und ich glaube, dass wir auch bestimmt äußerst schon schwierig, einen Nachfolger zu finden, der das alles so gut meistert, so wie ich das hier quasi tue. Also was auf jeden Fall erwähnenswert ist einfach auch, dass wir uns auf die Mitarbeiter krankheitsbedingt auch sehr gut verlassen können, dass wir einen geringen Krankenstand haben, weil die Leute einfach auch mit ihrer Arbeit zufrieden sind, weil sie wirklich ihre Arbeit auch täglich machen und da haben wir in anderen Abteilungen deutlich mehr Probleme als bei diesen Mitarbeitern. Also unsere Gäste nehmen es sehr positiv an, weil die einfach dieses
ja, dieses Gefühl, was hier im Haus ausgestrahlt wird, lieben. Das Arbeitsklima hier bei uns in der Jugendherberge ist sehr gut, gerade auch, weil wir mit Menschen mit Behinderung arbeiten, weil einfach das Miteinander sehr gut rüberkommt, weil die Mitarbeiter wirklich miteinander gut umgehen. Jeder schaut auf den anderen etwas mehr als vielleicht in anderen Unternehmen und das ist für uns eine Riesenstärke einfach auch. Also wir werden natürlich unterstützt von den verschiedenen Gremien, sei es von der Arbeitsagentur, sei es von der Stadt selber auch, sei es von Inklusionsunternehmen. Das wird komplett von Router übernommen. Das ist für uns auch eine große Erleichterung und ich glaube, dass auch das Hauptthema, davor haben die meisten Leute Angst, dass halt im Moment ist es halt so, auch gerade hier in Deutschland, dass es ein Riesenwust ist an Akten, die man durchgehen muss, an Behördengängen, die man tun muss. Und das übernimmt alles für uns eben Router. Und wir können uns halt um unser operatives Geschäft kümmern, um das, was wir eigentlich eben machen, Menschen ein tolles Erlebnis hier in der Jugendherberge geben. Und jetzt haben wir den nächsten Mitarbeiter, der jetzt eine Ausbildung zum Koch gemacht hat und so gut ist, dass wir ihn übernehmen. Er ist Autist, aber hat sich so gut in das Team eingefunden und in seine Arbeiten, dass wir ihm jetzt eben eine Festanstellung auch angeboten haben. Also ich würde es jedem Unternehmen empfehlen, der wirklich sich einfach weiterbringen will, der aber auch seine Mitarbeiter weiterbringen will. Ich glaube, dass wenn man einmal damit angefangen hat, damit auch nicht aufhören kann, weil es einfach eine tolle Unterstützung einfach auch ist.